Im letzten Jahr, da war es noch ein Showcar und in diesem Jahr, da geht es so langsam in die Serie. Wir sind bei Alpine, ihr entwickelt ein neues Fahrzeug, ein ganz neues Raum- und Wohnkonzept. Du bist der Michael. Und du? Der Ingmar. Ja, grüßt euch beide. Ich musste das so ein bisschen hier mal aus der Ecke filmen, denn der Platz vor der Zuberhalle 13, der ist dem gar nicht so gerecht. Ihr müsstet eigentlich ganz am Anfang in Halle 1, oder? Wenn es möglich ist, ja. So, obendrauf ist ein Gepäckträger. Ich weiß noch, im letzten Jahr war das Produkt entwickelt, da war es noch im absoluten Prototypenstatus. Mittlerweile kann man schon von Vorserie sprechen? Ja, also wir sind jetzt bei 85% zur Serie hin. Es gibt noch ein paar Sachen zu feilen, Verbesserungen, die wir von hier mitgenommen haben. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir bald fertig sind. Ja, Alpine bekannt ja eigentlich aus Audio, entsprechend Hi-Fi, Car-Hi-Fi, keine Frage Verstärker. Ihr seid die absoluten Audioprofis, jetzt baut ihr Autos. Du hast mir gesagt, der Ford ist hier ein Beispiel, das könnte demnächst auch was anderes sein. Genau, also wir sind uns darüber klar, dass man in dieser Preisklasse durchaus auch mit anderen Fahrzeugen rechnet. Aber für uns ging es darum, die Studie möglichst schnell hier auf den Caravansalon zu bringen und dementsprechend ist es dann der Ford geworden, weil er verfügbar war. Der Cross Cayman, wenn ihr mal gerade mit mir mitkommt, bitte. Wir gucken uns den mal gerade von der Seite an und er polarisiert natürlich extrem. Die Leute, die hier stehen, die wollen da unbedingt reingucken. Es ist euch viel gelungen. Ist es denn auch benutzbar? Also viele Designstudien sind ja eher so, dass man die nett anschaut. Ja, also definitiv. Wir müssen an manchen Ecken noch ein bisschen feilen, wie der Michael schon gesagt hat, dass wir es zu 100% zur Serie bringen. Da gehört jetzt auch dazu, dass wir eben die Usability noch etwas verbessern. Aber ich denke mal, für Leute, die viel mobil arbeiten wollen, ist es doch schon eine sehr schöne Lösung. Das Ding kommt komplett aus der CNC-Entwicklung, dem CNC-Drucker. Und hat unglaublich warme, fließende Formen. Ihr habt den Raum extrem gut ausgenutzt. Definitiv. Also was ich sehr schön finde an dem Fahrzeug auch, ist eben einfach, wenn es Nacht ist, wenn es dunkel ist. Und wir haben dann dieses Beleuchtungskonzept mit diesen ganzen LEDs, die eben auch durch diese Latten quasi durchscheinen. Da hat man ein unheimlich harmonisches Gefühl einfach in dem Fahrzeug. Ja, wir können ja mal reinschauen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Sonne so extrem stark natürlich reinscheint. Du hast eine gute Verdunklung hier mit drin. Was ist denn das für ein Material hier? Ist das Holz? Das ist ein Quinply mit Bambusauflage, rechts und links 5 mm. Und das hat uns schon mal knappe 140 Kilo Gewichtsersparnis gegenüber dem Messemuster gebracht. Und wir werden das auch in der Richtung weiterverfolgen. Gut, klär mich mal auf. Das ist ein Wohnmobil. Es ist zunächst mal ein Arbeitsmobil, in dem man auch wohnen, kochen, duschen und entsorgen kann. Es fehlt also an keiner Funktion, nur wir haben uns eben bemüht, die Lebensabschnitte innerhalb eines Tages so darzustellen, dass das Fahrzeug exklusiv dann dafür da ist. Ja, der Style kommt aus Japan so ein bisschen. Ist es inspiriert? Genau, wir sind ja ein japanisches Unternehmen, haben entsprechend auch japanische Designer am ersten Entwurf arbeiten lassen. Es wurde dann von einem deutschen Automotive-Designer nochmal auf Produktions- und europäischen Geschmack ein bisschen angepasst und das ist jetzt das Ergebnis davon. Und ich denke, den japanischen Stil erkennt man trotz allem noch wieder. Ja, die Japaner sind ja dafür bekannt, dass sie sich unglaublich viel Mühe geben, dass das Zeug am Schluss gut funktioniert, gut aussieht, eine hohe Qualität hat. Ich denke nur japanische Autos, Toyota, Weltmarktführer. Ist das von der Qualität her top, was ihr hier vorhabt zu bauen? Ist das so, dass da keiner da groß irgendwas zu mäkeln hat? Weil ich glaube, das kommt denen nicht in die Tüte, den Japanern, irgendwas schlecht zu machen. Das ist richtig. Das ist auch unser Anspruch. Wir haben natürlich hier jetzt im Prototyp noch einige Ecken, die nicht ganz so funktionieren, wie wir es uns wünschen. Das ist normal. Aber unser Anspruch ist, genau wie bei unseren Audioprodukten, dass wir eben Premium-Leistung, Premium-Qualität bieten. So, es fängt an mit der ganzen Dämmung, Isolierung. Ihr habt auch spezielle Matten eingelegt, die das Ganze nicht mehr dröhnen lassen. Also es ist extrem Audio auch optimiert. Das sieht man hier. Das ist ein Lautsprecher, der eingebaut ist. Das ist ein Lautsprecher, unser neues System, das eben aus kleinen Einzellautsprechern besteht. Und im Zusammenspiel erreichen die eben sehr homogen, ein sehr schönes Klangbild, was man so im Wohnmobil nicht einfach realisieren kann. Ist der Raum schön trocken eigentlich, wenn du drin bist? Oder ist der weich? Wie soll ich das beschreiben? Ja, er ist reflexionsfrei, insofern... Er ist reflexionsfrei? Mehr oder weniger, wie ein Tonstudio? Ja, also richtig, ja. Wir haben natürlich die Scheibenflächen, aber ansonsten kommt eigentlich von nirgendwo ein Echo zurück. Deine Viewer werden es merken, wenn wir mal reingehen. Komm, wir gehen mal gleich rein. Ich will aber erstmal so ein bisschen den Spannungsbogen aufrechterhalten. Hier ist ein Tisch, den Tisch kannst du komplett versenken? Den Tisch können wir komplett versenken. Er dient aber auch gleichzeitig als Stütze fürs Bett.
als Stütze fürs Bett. Das ist eine Tastatur. Wo habt ihr die denn gefunden, die Tastatur? Ist die funktionsfähig? Geht die? Die ist funktionsfähig und kommt aus der Medizintechnik. Wir hatten leider einen kleinen Unfall mit unserem USB-Anschluss hier am Tisch. Deswegen können wir nicht in Aktion mehr zeigen. Ist nicht schlimm, ist ja ein Prototyp. Aber das soll natürlich alles ein bisschen angepasst sein. Das heißt, dieser Bildschirm hier ist begehbar quasi. Der Bildschirm, das ist ein 27 Zoll Bildschirm, den ich dann, wenn ich eben im Netz nutzen möchte, einfach abklappe und dann habe ich eben einen ganz normalen Esstisch auch. Ja, aber der kommt hier unten rein und ist anschließend begehbar. Ist das? Achso, genau. Also wenn der Tisch runtergefahren ist, kann ich nachher quasi über den Tisch drüber laufen. Da haben wir noch eine Auflagematte, die eben oben drüber kommt, damit ich nicht auf der Tischfläche rumlaufe. Aber ansonsten kann ich das dann voll nutzen. Krass, also hier kann man sitzen, du kannst ihn einklappen. Und ist das schwer, den rein und rauszumachen? Geht das elektrisch oder wie funktioniert das? Genau, also das geht da völlig elektrisch. Ich kann das mal kurz vorführen. Ja, zeig mal. Vorsicht, dein Knie. Ja, Danke, ich habe schon Angst bekommen. So, da ist eine Spindel drin. Genau. Das läuft. Das Holz ist zum weiten Teilen echt. Da ist eine Klimaanlage eingebaut, eine große Dachklimaanlage. Habe ich denn noch Zuladung hier bei dem Auto? Ein bisschen. Wir haben auch Zuladung. Allerdings muss man zugeben, jetzt im Prototypstatus müssen wir noch 120 Kilo verlieren. Okay, die kommen noch runter. Also wir werden ihn auflasten auf 4,1 Tonnen und dann haben wir 400 Kilo in etwa Zuladung. 400 Kilo Zuladung. Die Zielgruppe, jetzt musst du mich mal aufklären. Das sind ja, glaube ich, Enthusiasten, also die sowas gerne haben möchten, die einen trockenen Raum gerne haben möchten, einen eigenen Style, eine Wohnung auf Rädern. Das hier ist gedacht, jetzt wahrscheinlich nicht für den ganz normalen Außendienstler, der ich sag mal, seinen Passat nimmt oder seinen Opel in der Außendienstversion und sagt dann, ich nehme das hier jetzt mal. Wo liegen wir denn preislich ungefähr bei dem? Gut, preislich liegen wir in der Basis jetzt bei 175 plus minus. 1000 Euro. Ja, doch. Also alles andere wäre unrealistisch. Die Optionsliste kann dann nochmal mit allen Kreuzen 20.000 dazukommen. Aber ist cool. Also es ist eigentlich fast ein Träger für Unternehmen, die zum Beispiel sagen, ich will auch mal zum Beispiel Leute akquirieren, das Thema Uni zum Beispiel. Ich mache HR von der Uni und nehme hier so ein Ding, dann kriege ich die Leute automatisch schon mal ein bisschen attraktiert, oder? Genau, das ist genau, wo wir hinwollen, eben erstmal in den B2B-Bereich. Für Endkonsumenten ist es vielleicht nicht ganz das richtige Angebot, weil ich kann eben nicht 6 Wochen Nordkap fahren mit einer Tonne Dosenravioli dabei. Es ist ein absoluter Technologieträger. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Informatiker suche, gehe damit auf eine Uni in Kaiserslautern, eine Informatik-Uni, mache das mit der Uni aus, stelle das Ding davor und dann kommen die und sagen, wie ist denn das hier gesteuert, wie funktioniert denn das, was ist denn das Konzept? Ihr habt unglaublich stark reduziert. Also wenn man das Ganze hier sieht, dann kenne ich das ja noch vom letzten Jahr. Zum Beispiel habt ihr gesagt, man braucht keinen riesen Esstisch, also wenn man nur mal kurz frühstücken möchte alleine. Genau, so sieht's aus. Und das kam auch aus dem Wunsch. Der Tisch, den wir jetzt hier vorne sehen, ist vergrößert worden. Der dient als zweiter Arbeitsplatz und das Bad kennst du schon von letztem Mal mit den Klapptüren. Wenn ich die Klapptüren geöffnet habe, kann ich sowohl hier einen Teamscroll machen als auch auf dem anderen Arbeitsplatz, ohne dass ich mir in die Quere komme. 2. Und das ist auch leise genug. Das heißt, das dämmt so sehr. Und ja, nicht nur das, ich muss ja auch nicht so schreien, weil ich keine Nebengeräusche habe. Der Schall verliert sich komplett in dieser Konstruktion quasi. So sieht's aus. Tonstudiotechnik. Also das werden wir uns gleich mal etwas genauer anschauen, das Thema Badezimmer. Wenn du dich mal gerade da reinsetzt, bitte. Wie groß bist du denn? 1,66. 1,66 und 76. 10 cm machen den Unterschied. 1,76. Ja, 10 cm ist eine Menge. Ich guck mal gerade, die Sitze. Hier ist alles beledert natürlich und die Lampe, du entdeckst irgendwie, das ist fast wie in einem Museum, in einem Designmuseum, was du hier irgendwie hast. Die Reaktionen, ich meine, wir sind hier auf einer Publikumsmesse, ihr seid mittendrin. Was sagt denn so der Otto-Normalverbraucher zu dem Auto? Also das häufigst gehörte Wort ist tatsächlich geil und das aus allen Altersschichten, was mich immer wieder überrascht. Und es ist auch super schön zu beobachten, hinten von unserem Stand aus, wie die Leute vorbeilaufen, anhalten, zurückkommen und dann erstmal in der Menschentraube stehen. Ja, wir haben richtig Stress gerade, weil das Auto soll ja eigentlich auch angeguckt werden. Dafür sind wir ja da. Bloß wir müssen es ja irgendwann mal filmen. Hier siehst du zum Beispiel ein System von euch, das ist Alpine. Ist natürlich aktuell, oder? Was hier eingebaut ist. Das ist unsere aktuelle Generation, der ELX F115D.
mit 11 Zoll Display, mit der Möglichkeit, eine Navigation, eine Offline-Navigation speziell für Camper anzuschließen. Wir haben hier ein 360-Grad-Kamerasystem dran. Wie cool. Ja, wir werden demnächst ein System von euch kriegen. Das werden wir einbauen in Concorde, Morelo und hast du nicht gesehen. Und was ziemlich cool ist, dass das alles seamless ist. Das bedeutet also, es ist nicht irgendwie aufgesetzt, dass irgendjemand da ein Relais basteln musste, dass irgendein Kontakt da anschließt. Das ist alles dafür vorgesehen, direkt 360 Grad zu kriegen, oder? Ja, alles, was wir machen, sind mehr oder weniger Plug-and-Play-Lösungen, soweit es die Technik erlaubt. Und das ist zum Beispiel hier im Markt eine einzigartige Lösung. Wir kommen digital von der Kamera in die Box, die die Bilder zusammenfügt. Und du kannst den drehen. Zeig mal bitte. Drehen, da komme ich nur so schlecht dran. Du kannst das Fahrzeug drehen mit dem Joystick. Neben dem, da unten ist ein kleiner Joystick, ich zeig's mal gerade. So ein Knöpfchen. Knöpfchen, da kannst du es drehen. Bitte nochmal drehen. Du kannst es von oben, du kannst dir angucken, wo der Blumenkübel steht, den du gleich da nicht triffst. Ja. Genau. So in etwa sieht es aus. Wir haben halt 4 Bilder, die zusammengefügt werden zu dieser künstlichen Ansicht. Und wir haben natürlich auch unser Fahrzeug da eingebaut. Das ist viel einfacher zu verstehen, wenn du das drehen kannst. Das kennst du ja von vielen anderen Fahrzeugen wie Mercedes. Wenn du das nur von oben siehst, kannst du es dir gar nicht richtig vorstellen. Aber wenn du die Rückseite, da ist die Tür jetzt offen, deswegen ist das nicht so ganz gut. Aber hier auf der Stelle. Also was mir auffällt, die Bildqualität ist so gestochen scharf. Es flimmert nicht bei mir im Display. Normal flimmern die immer, da flimmert gar nichts. Aber die absolute Frechheit ist dieser Spiegel hier. Denn der hat eine Qualität, das ist ein digitaler Spiegel. Und wenn ihr das in live seht, das Ding ist nutzbar und hat eine Qualität fast, muss man sagen, wie ein echter Rückspiegel. Also das ist, weil die meisten Rückspiegel mache ich nicht an, weil die flimmern. Die haben Punkte, du siehst irgendwelche Pixel. Das ist hier nicht der Fall. Du kannst ihn dauerhaft laufen lassen. Der kann dauerhaft laufen. Das ist halt auch, ja, wie soll man es nennen, HD-Halbe, sprich 1440 mal 360. Und das Schöne ist, als kleines Gimmick, ich kann auch noch den Bildausschnitt verstellen, so dass ich eben einmal die normale Rückansicht habe, wie ich das eben als Spiegelersatz haben möchte. Aber ich kann auch zur Not noch mal auf mein Boot, was hinten dran hängt, oder so gucken. Also flache Anhänger kann ich auch noch beobachten. Also wir reden jetzt mal nicht über die geniale Soundqualität, die DSP-Fähigkeiten, das automatische Einmesssystem, was es bei euch gibt, dass ihr HiFi könnt. Ihr seid einer der Marktführer für das Thema Car-HiFi und auch HiFi. Also Alpine kenne ich ja noch aus meiner Jugend. Das waren die Dinger, die ich mir nie leisten konnte. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist State of the Art, also auch was die Usability angeht. Also es gibt viele Navigationssysteme und die das jetzt sehen werden, die kannst du selbst als Informatiker nicht bedienen, weil sie so schwer zu bedienen sind. Drück mal auf die Home-Taste bitte, dass wir das mal sehen. Das ist App gesteuert, gell? Ihr habt Apps drauf auf dem? Wir haben nativ eine App drauf, jetzt ist es die Tidal, hochauflösende Streaming-Plattform, die wir komplett ins Gerät integriert haben, und alles andere machen wir entweder CarPlay oder. Okay, das heißt, du kannst die Apps vom iPhone auf dem Bildschirm nehmen. Wenn du mal DAB bitte anmachst, das Radio mal anmachst, dass ich mal sehe, wie die Oberfläche da ist, wie das aussieht. Die Lautstärke runter, damit nicht nachher die GEMA kommt und dir das Video kaputt macht. Das Video stoppt. So, und ich habe dann hier die Auswahl zwischen DAB, FM. Genau, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch, ihr habt ja Empfang hier, wenn du mal irgendeinen Sender nimmst, was weiß ich. Gerade nicht, das ist das Problem. Ist nicht schlimm. Also die Usability von den Geräten ist tatsächlich noch normal Radio. Also das, was man kennt, Stationstasten habt ihr noch. Genau. Ich erwähne das, weil andere Wettbewerber keine Stationstasten mehr hat. Ja. Oder die haben die nur, wenn du durch 3 Untermenüs durchgehst. Ne, du lachst jetzt, aber das ist mir passiert. Ist das Navi ein Wohnmobil-Navi? Kann man das haben? Das ist ein Wohnmobil. Also Navigation ist bei dieser Gerätegeneration ein Navigationsstick. Der wird zusätzlich angeschlossen. Kann ich gleich mal zeigen, aber dazu muss ich im Handschuhfach kramen. Aber das ist einfach, der wird nur reingesteckt und dann kriegt das Gerät die Funktionalität Navigation quasi. Genau, und das Schöne daran ist, wenn wir einen Router im Fahrzeug haben, haben wir auch Online-Traffic. Okay. Also Daten von den Verkehrsleitzentralen und nicht Daten von den Usern, die sich irgendwo langsam anstauen. Das heißt, wir sind eigentlich immer 10 Minuten voraus mit irgendwelchen Angaben. Auf der anderen Seite, da haben wir den Stick. Das ist der Stick. Boah, das alles, oder wie? Das ist alles, klein und niedlich. Und darauf läuft eben unsere Navigation komplett offline. Alle Karten sind auf dem Stick. Und ich habe eben die Möglichkeit, Online-Traffic abzurufen, sodass ich wirklich sicher zum Ziel geführt werde.
Was auch besonders ist bei unseren Kartendaten, wir haben jetzt umgestellt auf die HERE-Datenbank, weil die halt bei den Campern doch beliebter ist, weil sie ein bisschen besser... Achso, ich habe auch POIs, die ich dann abrufen kann. Also Point of Interest, wo Campingplätze. Wir haben standardmäßig als POIs den Bordatlas drauf und Park4Night, was eigentlich die beliebteste Variante ist, momentan bei der etwas jüngeren Generation. Und sobald wir bei Park4Night uns ein Ziel ausgesucht haben, können wir uns die Bilder anschauen, wir können uns die Bewertungen der anderen Nutzer anschauen und dann direkt zum Ziel hin navigieren. Cool. Die ist nicht von euch, die Webcam? Ich muss noch fragen. Die Dashcam ist auch von uns. Ist auch von euch, ja. Ich muss mal fragen, so große Hersteller und Dashcam, was kann die Dashcam zum Beispiel? Ist die da am Radio integriert, oder? Die haben wir jetzt bewusst getrennt gehalten, aus dem Grund, wir haben ja viele Fahrzeuge, wo wir das Radio nicht mehr tauschen können. Jetzt die neue Generation, Mercedes Sprinter oder sowas. Das MBUX zum Beispiel, ja. Genau, da wird es ja immer schwieriger und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns bewusst davon trennen, dass wir an der Stelle integrieren wollen, sondern Add-on-Produkte bieten. Und das hier ist ein Ding, das haben wir mit ThinkWay zusammen entwickelt. Der besondere Punkt daran ist, wir haben die Aufzeichnung so verändert, dass sie eben deutschen gesetzlichen Vorgaben genügt. Wir haben uns darum bemüht, dass man das Ding hier komplett aus dem Cradle rausnehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mal an eine Grenze komme und da winkt schon der Erste, hier mit deiner Dashcam kommst du nicht rein, dann nehme ich sie einfach ab und dann gibt es keine Diskussion. Gibt's das schon mal an den Grenzen? Man hörte davon, ich glaube, Ingmar hat eine Anekdote zu dem Thema. Genau. Also ich hatte von einem Kunden, der nach Österreich gefahren ist, der wurde dann von der Polizei anscheinend angehalten, nach der Grenze irgendwo, und musste dann wirklich 250 € Strafe bezahlen, weil man da nicht filmen darf. Und musste dann nochmal 80 € Bearbeitungsgebühr hinterher bezahlen. Und das wollen wir eben vermeiden jetzt mit dieser Dashcam-Generation, dass ich die einfach aus dem Dock rausziehen kann. Ist neue Info für mich. Ich glaube, ich fahre nicht mehr nach Österreich. Aber ich muss ja ab und zu mal hin. Also was ich gelernt habe von einem anderen Kunden ist, wenn man sagt, man nimmt das, um irgendwas zu filmen und dann später seine Erinnerung zu haben, ist es verboten. Wenn es eine Überwachungsfunktion hat und nichts weiter als das, dann ist es erlaubt. Das sind diese Loops, die es, glaube ich, dann irgendwie nur ganz kurz und sich immer wieder überschreiben. Also, okay, das heißt also... Nutzen ist natürlich, ich meine, wer wie du mit einem Morelle und einem Concorde unterwegs ist, der kann, weil dann ist man ja offensichtlich mit dem Kleingeld knapp, die Kamera in beiden Fahrzeugen verwenden. Ja, ich habe immer nur eine. Die tausche ich in 4 Fahrzeugen. Nee, ich habe in jedem eine natürlich, weil sowas tauschst du nicht. Also was vielleicht auch noch ganz cool ist an der Dashcam, wir haben jetzt die Zusatzfunktion, dass ich eben weitere Kameras anschließen kann. Bei der jetzt haben wir eingebaut diese Infrarot-Innenraumkamera. Jetzt mal angenommen, ich habe einen Hund dabei, ja, der bleibt mir im Auto, ich gehe abends in ein Restaurant, der Hund bleibt im Fahrzeug und ich will mal schnell schauen, ist noch alles in Ordnung, kann ich einfach mein Handy rausnehmen, weil das Ding ist voll mit dem Internet verbunden und kann jederzeit ein Live-Picture sehen, was hier drin im Fahrzeug passiert. Kann ich auch sehen, wie warm im Fahrzeug ist über die Kamera? Wenn du sagst, nee. Davor halten, ja. Achso, das mache ich immer. Oder mal eine andere Idee noch zum Beispiel, ich kann ja bis zu 4 zusätzliche Kameras anschließen, auch für außen, Infrarot. Mal angenommen, ich wache nachts um 3 auf. Nochmal, du kannst an die Dashcam bis zu 4 Kameras anschließen, die du über das Handy überwachen kannst. Das ist richtig, ja. Echt? Auch von außen? Über Also in jedem Punkt der Erde kann ich das machen, einfach über Internet. Das ist also, mal angenommen, ich liege nachts um 3 im Bett, ich wache auf und ich merke, irgendjemand schleicht mir ums Fahrzeug rum oder sowas. Jetzt kann ich natürlich rausgehen und begibt mich in Gefahr oder was auch immer. Oder ich ziehe einfach mein iPad raus zum Beispiel und sehe dann nach, was draußen passiert mit Infrarotkameras. Und das ist halt schon eine coole Sache. Ja, das habe ich von Blink, aber die Blink-Lösung ist nicht optimal für Fahrzeuge, weil sie dafür nicht gebaut ist einfach. Die Kameras selber sind autotauglich, nehme ich an, die sind für den Zweck Fahrzeug auch konzipiert worden, oder? Ja, genau richtig. Also wir haben Exterior-Kameras und Interior-Kameras, die dann eben auch wetterfest sind, die für draußen und genau. Das Problem war nicht die Wetterfestheit, sondern das Blink-System funktioniert ab und zu mal nicht, wenn du keinen Mobilfunk hast. Und genau, das ist dann immer davon abhängig, hast ein bestehendes WLAN, klappt das gut und so weiter. Das klappt, wenn du gutes WLAN hast, aber jetzt war ich in Kanada zum Beispiel, da hast du gar kein Mobilfunknetz über hunderte von Kilometern. Nee, das musst du erst mal lernen, wenn du da durch Kanada durchfährst. Du hast gar kein Mobilfunknetz, da kommt ein Schild, die nächsten 500 Kilometer kein Mobilfunk. Also ich muss dafür nur in Schwarzwald fahren, aber es ist tatsächlich so gedacht, die Kamera selber stellt einen Wi-Fi-Hotspot zur Verfügung und dann kann ich mich ohne externe Infrastruktur auch direkt auf die Kamera anmelden. Und das wäre eben der Fall, wenn du jetzt in kanadischen Wäldern sitzt, wählst du eben die Möglichkeit, ansonsten geht es über die Cloud. Ob der Bär davor steht, das war ja immer so die Frage, also weniger. Ist das da oben Ablage, oder? Oder ein Haken, ein Kleiderhaken? Kleiderhaken, die wir halt mal so als kleines Gimmick noch gedacht haben, die kann ich auch einklappen, wenn ich die nicht haben möchte. Aber das sind halt so kleine Design-Details, gell, die den Leuten immer wieder auffallen und die uns dann darauf ansprechen, auch wie die Lampe dazu und so. Das ist schön. So, es gibt Stauraum noch hier oben, oder? Hier oben drüber? Genau. Michael, magst du vielleicht mal? Du bist
So, gehen wir raus. Nicht aufgeräumt. Genau, da sind aufgeräumt. Oh du, ist nicht schlimm. Ist das ein Lautsprecher? Das sind die davon? tollen neuen Lautsprecher, die wir haben. Genau, einmal die Einbauvariante, einmal. Sind das Hochtöner oder sind das Breitband? Oder? Das sind Breitbänder, die bis 400 Hertz runterspielen und Bis 400 Hertz? Ja. Die können auch ein bisschen Bass. ein bisschen Bässchen können sie, ja, aber ein Subwoofer ist essentiell notwendig. Aber sind halt sehr einfach einzubauen im Vergleich zu konventionellen Lautsprechern, wo ich ein 10 cm Loch brauche. Ja, klar. Habe ich natürlich als Schrankbauer jetzt im Möbelbau. Ach so, die kannst du in eine Nut im Schrank einfach einlassen, wie wir das hinten gesehen haben im Heck. Ganz genau, ja. Cool. Ja, machen wir zu, dass wir das mal sehen. Noch drin, ist auch Was drin? Ein Safe. Safe für die Sicherheit, wenn man eben irgendwie Equipment hat. Jedenfalls auch Ich nehme den immer, ich mache da gar nichts rein. Also irgendwie ein Fuffi mache ich immer rein. Und die Sachen, die wirklich teuer sind, die mache ich woanders hin. Die findet ihr nicht. So, guck mal hier. Ist der Boden doppelt eigentlich? Kann man den anheben oder ist das fix? In dem Fall ist der fix. Wir haben ein bisschen Technik drunter, Teile des Tanks. Da kommt ihr aber ran anschließend. Man kann das abnehmen. Also für Techniker meine ich. Es gibt Zugriffe hinten über die Nasszelle. So, okay. Ja, die Nasszelle. Big. Oh ja, da hat sich ein bisschen was getan. Denn ihr habt eine neue Toilette reingemacht mit durchsichtigem Deckel. Sehr Nee, schön. den hat uns Klesana spendiert jetzt für die Messe, dass man eben die Technik auch mal hier erklären kann. Das können wir gleich mal zeigen, denn das Ding ist ziemlich geil. Da schweißt nämlich deine Kaki in einen Beutel ein und zieht, glaube ich, noch ein Vakuum. Oder ist das so? Beim Vakuum bin ich ehrlich gesagt nicht sicher. Aber es kommt ein Beutel. Es kommt ein Beutel, aber die Toilette hier läuft im Demo-Modus, die können wir nicht aktivieren. Sehr schön. Ich wollte es gar nicht sehen, aber ich hätte von einer Stunde hätte ich euch helfen können noch aber ist jetzt vorbei. Das Angebot lehne ich dankend ab. So, das Waschbecken ist schön tief. Ja. Da kann man auch mal was spülen. Aber ich habe ja draußen noch eine Spüle, oder? Ganz genau, wir haben draußen noch eine Spüle, aber hier kann man dann zumindest mal das T-Shirt durchwaschen, wenn es dann langsam anfängt zu knarzen. Also Edelstahl, Wanne ist drunter, du hast eine richtige Toilette. Wenn du die mal ganz rausziehst und mir mal gerade mal erklärst einfach nur, wie das funktioniert. Das ist nämlich eine ganz besondere Toilette, die hat keinen Tank mehr. Also wie funktioniert das für Laien wie mich? Im Prinzip, du siehst ja jetzt, da ist eine Mechanik drin. Und was wir dann machen, um die zu benutzen, es kommt ein Beutel rein, also ein Folienschlauch. Der wird dann wie beim Folienspeisgerät zu Hause auch für die Lebensmittel vor der Verdauung unten zugespeist. Dann geht die erste Ladung rein. Ich drücke das Knöpfchen, ob es ein großes oder ein kleines Geschäft war. Und dementsprechend wird dann oben wieder zugespeist. Und unten in der Lade werden die Beutel gesammelt. Und irgendwann kann ich die dann ganz normal im Restmüll entsorgen. Sind die durchsichtig? Kann ich mir angucken, was ich so Gott sei gemacht habe? Dank nicht. Also nicht durchsichtig. Nein. Sehr schön. Hätte ich jetzt auch nicht drauf bestanden. Also tolle große Dusche aus GFK, nehme ich an, hier, die Außenwand. Ja. Cool. Also das ist schon mal schön gemacht. Das heißt, man kann auf Toilette gehen, du kannst dich duschen, du kannst alles machen. Der Rost ist rausnehmbar und die Stehhöhe sind fast 2 Meter, würde ich fast sagen. 98 Stehhöhe, richtig, ja. Cool. Und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Die Küche, das war ja auch schon damals so ein Highlight. Die kannst du rausschwenken und die hat eine spezielle Konstruktion. Was übrigens hier so brummt, das ist nicht euer Auto. Ich zeige es mal gerade. Wir stehen vor der größten Trafostation. Da ist sie. Und das ist das, was so brummt. Ist es nicht, weil ihr eure Stereoanlage nicht entstört habt. Aber ich nehme mal an, nach 10 Tagen Messe hört man das nicht mehr, oder? Ja, irgendwann ist es vorbei, genau. Genau. So, was ist das? Genau, also hier haben wir dann gesagt, den Küchenblock können wir natürlich rausschwenken und runterfahren bis auf den Boden, damit ich eben außen kochen kann. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich eben einen riesen Raumgewinn habe, wenn du mal vorne reinfilmst kurz. Dass ich hier, wie bei einem normalen Campervan, hätte ich ja hier den Küchenblock vorne, wo ich dann wirklich... es ist ziemlich eng ist dann, dass ich reinkomme ins Fahrzeug. Das ist natürlich jetzt völlig offen, das ist natürlich klasse. Und zum anderen bringe ich eben die Gerüche vom Kochen nach draußen. Dann haben wir das quasi so gelöst hier, dass man das Ganze rausschwenken kann, elektrisch nach unten fahrt. Und dann kann ich hier mein 800 Watt Induktionskochfeld ausfahren. Und hier unten habe ich dann noch einen 70 Liter vollwertigen Kühlschrank mit Eisfach und kann dann wirklich außen kochen. Ist die Funktionalität schon gegeben oder braucht ihr jetzt einen Kran, um es reinzufahren? Also Funktionalität, das Also vom Kühlschrank. Du siehst, es ist beschlagen. Also Ich kann jetzt nichts trinken. Ich bin noch von gestern. Also das heißt, hier vorne habe ich ein Waschbecken, ein Spülbecken. Und wie kommt denn jetzt das Grauwasser da raus? Weil das muss ja dann wahrscheinlich hochfließen. Habt ihr eine Abpumpfunktion?
Ja, sind Pumpen drin. Okay. Kann man das mal hochfahren oder ist das nicht aktiviert? Ja, wir haben es jetzt eigentlich für die Messe so gemacht, dass sich eben niemand einklemmt oder irgendwie so, dass wir das eigentlich blockiert haben jetzt. Deswegen, sorry, kann man es gerade nicht zeigen. Aber im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass das Ganze innerhalb von 20 Sekunden vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt fährt und dann schwenke ich die von Hand einfach nach innen rein. Und dann kann ich es auch innen benutzen? Genau, richtig, ja. Gut, ja, gehen wir mal rein und zeigen mal gerade hier nochmal die Funktionalität. Gibt es Leute, die gesagt haben, ich will auch hier drin schlafen? Die meisten fragen eigentlich danach und auch nichts unberechtigt. Und natürlich kann ich drin schlafen. Wo denn? Vorzugsweise im Bett, man kann die Nasszelle wählen, aber Spaß beiseite. Man sieht ja jetzt kein Bett. Das ist jetzt eine riesen Face-to-Face-Sitzgruppe, die du hast. Ja. Also eine Sitzbank. Wo ist denn das Bett versteckt? Erinnere dich dran, ich habe gesagt, für jede Lebenssituation können wir den Raum verändern. Und die Veränderung sieht dann so aus, der Tisch wird zugeklappt, auf die Hälfte runtergefahren. Es kommt meine Bodenmatte drauf, dann kann ich die Sitzbänke umklappen auf den Tisch. Mhm. Und dann habe ich eine Liegefläche von 1,45 mal 1,95. Hier haben wir normalerweise eine Matratze versteckt, Schaum, Luft unterstützt mit einem kleinen Kompressor. Drüben ist das Bettzeug und dann wird geschlafen. Weil wenn ich schlafe, sitze ich nicht am Esstisch. Wenn ich schlafe, sitze ich nicht am Arbeitstisch. Genau, wenn du mal diesen Tisch einfach mal für mich abklappst nach unten. Ich will einmal nur mal sehen, wie er aussieht, wenn er zugeklappt ist. Geht das? Kannst du zumachen? Muss kurz einen Schraubenzieher holen. Kein Problem. Das ist jetzt Demo-Modus. Ab wann kommt der erste Serientyp? Also das ist jetzt der Prototyp. Ihr habt unglaublich viel nochmal verändert vom letzten Jahr, gell? Ja, genau. Also an der CMT in Stuttgart war es ja eigentlich ein Konzeptfahrzeug. Jetzt sind wir hier bei der Null-Serie gelandet. Wie Michael schon gesagt hat, also 85% sind wir fertig mit der Entwicklung. Wir denken, dass wir so ab April, Mai, im Frühjahr nächsten Jahres ausliefern können für die ersten Kunden. Und ja, dann müsst ihr mich rufen und wenn der Erste da ist, dann will ich natürlich auch sehen, wie das Ganze funktioniert. Hier vorne ist noch ein Display, was kann das eigentlich? Genau, das ist unser Avicon-Display. Also normalerweise hast du ja beim Camper immer 1000 verschiedene Displays und Controller und so weiter und keiner weiß so richtig, wie die alle funktionieren. Wir haben uns halt gedacht, wir machen das alles über ein einziges Touchscreen. Wir haben dann eine schöne Oberfläche dafür designt, wo ich halt jetzt hier zum Beispiel alle möglichen Füllstände und so weiter ablesen kann. Ich kann mal hier kurz auf Elektrik gehen zum Beispiel. Hier kann ich jetzt ablesen, wie die elektrische Versorgung und so weiter aussieht, wie meine Solarpanels laden und so weiter. Und das kann ich auch nach vorne spiegeln nachher auf das Alpine-Radio. Und habe dann da super alles im Blick halt quasi mit an. Also hier wird noch gelöst, die Mimik, wie das später gehalten wird. Und das ist jetzt der Tisch, wie er da ist. Und jetzt kannst du den nach unten fahren. Und der wird aber dann für die Funktionalität Bettbau, wird der ungefähr halb gesenkt, korrekt? Das heißt, du fährst ihn runter. Das sieht dann so aus. Ungefähr so. Jetzt käme die Matte noch drüber. Die Matte kommt noch drüber und die Matte hat einen festen Kern, damit du darauf schlafen kannst, oder? Nee, die Matte ist nur diese Bodenmatte, dass die Tischoberfläche geschützt wird. Okay. Und die Matratze selber ist eine Schaummatratze mit Luftunterstützung. Aber hier sind jetzt Gaps hier an der Seite. Wie kriege ich die geschlossen? Dass ich hier genau einmal zeigen. Weil ich kann es mir echt nicht vorstellen und bitte sieh es mir nach. Ich will es gerne einmal sehen. Ach, du klappst das um, lässt den Tisch noch ein bisschen runter, dann kommt die Matratze. Das ist ja genial. Auf der Seite genau das Gleiche. Und dann können wir hier diese Schaumluftmatratze auflegen. Und hier hast du jetzt jemals nochmal Staufächer, wo dann die ganzen Matratzen und Bettzeug und alles drin ist. Hier hinten haben wir das Bettzeug, hier hinten drin gerade, genau. Okay, da vorne ist Bettzeug, da kann man sehen. Also hier hast du noch Doppelfächer mit drin. Okay, und dann kannst du schlafen. Das ist halt ein Teil von der Technik und ein Teil des Stauraums eigentlich. Also eine riesen Face-to-Face-Sitzgruppe, ein riesen Bett. Danke, dass ihr das gemacht habt. Jetzt verstehe ich es nämlich auch, ja, weil gerade eben war das, und das geht auch von der anderen Seite identisch, sodass ich die komplette Liegefläche habe für mich. Und die Matratze, habt ihr mal drauf mal geruht? Ist das angenehm, oder? Also durch den Schaumkern eben habe ich eine gewisse Unterstützung von vornherein schon. Das ist nicht ganz so weich wie nur eine Luftmatratze, aber man kann da recht gut drauf schlafen. Ja, auf jeden Fall. Okay, man kann ja einen Topper drauf machen, dann später. Im Gegensatz zur Luftmatratze mit dem Schaum habe ich auch eine gewisse Wärme dahinter, was es sehr angenehm macht. Also das heißt, ihr habt ein Fahrzeug entwickelt, das maximal auffällt, so muss man es ja schon sagen. Interessant ist auch, dass man hier bequem sitzt drauf, weil man denkt ja wirklich, man ist hier im Straflager, wenn man hier auf solchen Streifen sitzt. In Wirklichkeit ist das total angenehm. Also ich merke gerade, ich sitze gerade drauf, mein Hintern wird nicht perforiert. Genau, also bei Mercedes oder großen Luxusherstellern zahlst du halt viel Geld für eine Sitzlüftung, die ist hier automatisch mit eingebaut. Man sitzt also nicht im eigenen Saft und das andere ist, man belastet nur einen Teil des Gesäßes und kann sich entsprechend dann auch umsetzen.
dass die Also, Durchblutung wieder da ist. ich fasse mal zusammen. Ich kann duschen, ich kann kochen, ich habe einen riesen Arbeitsbereich tagsüber. Ich muss halt das Bett umbauen, aber ich habe solche Lösungen gesehen. HRZ hat so eine Lösung mal gehabt in einem Mercedes, aber ganz anders, also auch Face-to-Face mit Umbauen. Das Ding hatte riesen Resonanz und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her denke ich mir, braucht euch nicht zu verstecken, weil das hier ist ja jetzt kein Bau, wo ihr dann 3000 Stück bauen werdet, sondern das wird erstmal starten vielleicht mit 6, 8 Stück oder sowas. Genau, das ist zunächst mal unser Ziel, das Ganze in den Markt zu bringen, weil letzten Endes ist es ein Angebot, was sich an Geschäftsleute widmet, sei es jetzt Konzerne als Incentive, wie du eben schon erwähnt hast, oder als eine Sache, wo tatsächlich ein Freiberufler sagt, Mensch, ich kann auf die Baustelle fahren mit so einem Ding, die Kunden müssen nicht durch den Matsch laufen in hässlichen Baucontainer, sondern ich kann hier meinen Abschluss, meine Architekturpläne vorstellen, sonst irgendwas. Und der Kunde, der hier drin gesessen hat, der wird es nie wieder vergessen. Das glaube ich auch. Also wenn du jetzt auf einer Baustelle bist, kommst hier mit an, den gibt es ja demnächst auch mit Allrad, den Ford. Habe ich schon gesehen, oder ein Sprinter oder was weiß ich. Er bietet sich halt an, weil du unglaublich viel Platz hast. Die Länge vom Fahrzeug, wie lang ist denn das Fahrzeug hier? Wir liegen hier bei 6,70 Meter, haben aber auch schon kleinere Grundrisse in der Planung. Ja, aber ich finde es super. Ist hier noch eine Funktion eigentlich hier dahinter, hinter der Wand hier, der kleine? Tatsächlich eine Funktion. Gehen wir gerade rum. In Zukunft wird hier noch ein Apothekerschränkchen sein. Den haben wir aber nicht mehr bis zur Messe hergekriegt. Was wir hier oben sehen, ist Das Fernsehen. ein kleiner Einschub. Und dann hier. Ich bin kein Linkshänder. So. Kein Problem, da ist ja auch so ein Alphatronics. Um 180 Grad drehen, sodass ich auch eben vorne aus dem Sitzen. Also 180 Grad drehbar, kannst von vorne aus dem Sitzen gucken. Das wird dann alles in der Serie. Sag mal, da habt ihr ein bisschen Geld jetzt investiert, oder? Das Ganze. Wenn ich überlege, das Ganze muss ja auch geplant werden, muss umgebaut werden. Da reden wir schon von. Aber ihr versprecht auch so ein bisschen, dass das natürlich auch die Presse attraktiert. Hat es funktioniert? Absolut, ja. Also du bist jetzt der Letzte, der sich angemeldet hat. Vom Termin her, aber nicht vom Content oder von irgendwas anderem her. Ich konnte vorher nicht, ihr seid mein Zeuge. Ich war so voll. Ich weiß ja, wir hatten uns ja schon eine Woche vorher gesprochen. Alles nicht schlimm. Nein, aber es ist tatsächlich enorm eingeschlagen und ich kann mich noch erinnern, in Stuttgart, als wir da waren, warst du ja auch kurz bei uns. Und da war es tatsächlich so, dass ich 3 Tage später schon von einem australischen Kollegen darauf angesprochen worden bin. Also so schnell hat es die Runde gemacht. Über mein Video, meinst du? Das war deins, ja. Das war mein Video. Ja, wir versuchen ja immer, die sind zwar lang, aber ich habe auch immer viele blöde Fragen, wie zum Beispiel, wie baut man das Bett um? Ja. Oder kannst du mir das mal zeigen? Sag mal eine Frage, hättet ihr vielleicht doch die Möglichkeit, mir das einmal zu zeigen mit der Küche? Ja. Weil ich weiß, dass es, und ich befürchte nämlich, dass ihr abends, wenn ihr das Ding nämlich zurückbaut, die Küche nicht draußen stehen lasst. Sondern das geht über das zentrale Bedienpanel, die Küche. Ja, genau, richtig, über das Avicon Bedienpanel. Wie gesagt, wir haben es jetzt für die Messe hier auf den ultra langsamsten Bewegungsmodus gesetzt, damit eben kein Unfall passiert oder sowas. Also im Normalfall, wie gesagt, sind es 20 Sekunden von oben bis unten. Jetzt dauert es circa eine Minute halt, dass nichts schief geht, aber ja. Das ist doch kein Problem, Genau. Wir sind ja nicht bei der ARD. Wir haben ja Sendezeit ohne Ende und können das zeigen. Genau. Das ist alles Industrietechnik, was ihr hier verwendet habt. Das ist kein Spielzeug. Ja, genau, also das ist so ein Schwerlastsystem eigentlich. Michael, das kommt eigentlich aus dem Krankentransport, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Genau. Ursprünglich für Rollstühle vorgesehen gewesen. Gut, das Ding wiegt ja auch ein bisschen was. Wenn der Kühlschrank voll ist zum Beispiel. Kühlschrank voll ist. Und mit der ganzen Technik dabei und so weiter liegen wir da locker bei 150 Kilo, so würde ich schätzen, knapp. Genau. Okay, das heißt, da ist jetzt ein Motor drin, Linearmotor, was auch immer. Und den kannst du programmieren, wie der steppt und langsam, schnell und so weiter. Genau, richtig. Ja. Cool. Also das entspricht auch übrigens, glaube ich, der Geschwindigkeit meiner Oma, als sie abgeholt worden ist. Immer und ins Krankenhaus gefahren worden ist. Da ging es nämlich auch immer langsam. Ja, ich meine, wir wollen ja nicht, dass das Bier oder der Prosecco oder irgendwas zu sehr geschüttelt wird. Dann knallt es ja beim Aufmachen. Also original 20 Sekunden. So, und ist gleich oben, das können wir gleich mal zeigen. Das Reinfahren ist nicht elektrisch, das wird reingedrückt, oder? Genau, ich schwinge das quasi einfach von Hand dann rein und wird innen fixiert quasi und dann kann ich auch innen drin kochen und auch transportieren natürlich. Weil es ist ja nicht immer schönes Wetter. Und es gibt ja auch schon mal Momente, da kannst du die Markise nicht rausfahren, zu viel Wind. Und Angst habt ihr noch nie gehabt um die Markise? Es war immer schön windstill hier. Ja, bis jetzt war eigentlich alles in Ordnung. Können wir uns so nicht beschweren eigentlich. Also Gruß an die Messe, ihr habt für sehr, sehr gutes Wetter gesorgt hier. Was hat euch das jetzt gebracht, das Auto auf der Messe bisher? Gab es da coole Gespräche, auch mit Leuten? Ja, definitiv. Also mal angefangen vielleicht von der Presse natürlich. Es war, will ich uns alle sagen, ein absolutes Highlight hier auf der Messe.
definitiv von den Endkunden, die sagen, wir haben was ganz Besonderes hier geschaffen. Einfach ein Fahrzeug, das sie so noch nie gesehen haben auch. Und eben auch ganz viele potenzielle Zulieferer, potenzielle Partner und so, mit denen wir arbeiten können in der Zukunft. Also wir möchten vielleicht an der Stelle auch mal kurz die Firma Van Weekend nennen. Genau, das ist wie gesagt unser Partner für die Manufaktur. Wir haben uns Van Weekend heißt Van Weekend, genau, in Neustadt an der Weinstraße. Und wir haben uns eben viele Manufakturpartner eben angeschaut. Und als wir bei Van Weekend waren, haben wir gleich gemerkt, das sind unsere Partner eigentlich für die Zukunft. Und das hat eigentlich super funktioniert mit ihnen. Die kommen, woher kommen die aus? Neustadt an der Weinstraße ist das. Aus der Pfalz. So, sehr schön. Also das heißt, du machst jetzt die Tür zu und dann ist gut. Und dann wird er gehalten. Einfach mal zuziehen, genau. Und dann. Okay, dann kannst du zumachen. Ja, da fahrt ihr nochmal raus, weil die Leute wollen das ja sehen. Also ein schwenkbarer Küchenblock. Ich bin begeistert. Ich denke mir, ich bin noch begeisterter, wenn ich dann die Endserie sehe. Und vielleicht kriegen wir mal so ein Auto mal für 4 Wochen. Dann können wir das mal ausprobieren, wie die Reaktionen sind, wenn man damit irgendwo hinfährt. Irgendwann mal. Also es muss nicht heute Morgen sein. Aber ich würde gerne mal mit so einem Ding rumfahren und auf dem Parkplatz ein bisschen rumflexen, weil die Leute mal gucken, wie die reagieren. Ja, das können wir definitiv dann mal arrangieren. Ich denke mal, es wird so im Frühjahr nächsten Jahres, aber dann können wir das sicher mal hinbekommen. Mach mal bitte hinten die Tür mal zu, ganz hinten. Denn ich will mal so einen Soundtest machen. Draußen haben wir ja diese brüllenden Trafos, die echt laut sind. Und wir machen mal gerade mal alle Türen zu. Und dann bin ich mal gespannt, wie man drinnen schläft, weil du wirst wahrscheinlich dann von den Trafos nicht mehr so viel hören. Dann drücken wir nämlich... So, Türen sind zu, Tisch wird hochgefahren. Die Optik natürlich jetzt komplett. Also es ist eigentlich ein Kunstwerk, so muss man es auch sagen. Das könnte auch in der MoMA irgendwo ausgestellt werden demnächst. War ursprünglich unser Plan, aber wir haben uns dann doch für den CSD entschieden. Da kommen die netteren Leute. Sehr schön. Also, hier sind wir auf dem Caravansalon vor der Halle, jetzt muss ich mal gerade selber gucken, 13 glaube ich. 13, 14, genau. 13, 14, der Zubehörhalle zusammen mit Alpine Cross Cabin heißt das. Und Work Anywhere, Stay Anywhere. Wieder mal ein halbes Jahr später. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und ihr sagt, nächstes Jahr könnte es sein, dass es in die Serie geht. Ob da ein Ford davor ist, das habt ihr zu mir gesagt. Da seid ihr noch im Überlegen. Und wenn ihr schon so guckt, könnte es sein, dass es vielleicht demnächst auch noch ein anderes Fahrzeug davor gibt, oder? Könnte. Wie ich dir in Stuttgart schon versprochen habe, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Ja, hier sind wir bei Alpine. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television. Ja, drückt mal auf die Abo-Taste und sagt mir doch mal vielleicht in den Kommentaren, was ihr von diesem Konzept haltet. Ich finde es total spacig und ich kann mir vorstellen, für ein Technologieunternehmen wie Google, Yahoo oder BASF oder keine Ahnung, die richtig mal auch mal zeigen können, dass man Made in Germany, und das Ding ist ja wahrscheinlich in Deutschland auch mit designt worden für deutsche Verhältnisse. Es ist quasi ein Style aus Japan und Europa, so kann man zusammenfassen. Genau, also Cross Cabin steht ja für den Übergang zwischen mehreren Kulturen, Deutschland, Japan, wie du es erwähnt hast, mehreren Teilen des Lebens, Arbeiten und Freizeit. Und dieses Konzept wollen wir wirklich auch in der Ganzheit sehen und nicht nur isoliert auf einige Funktionen. Ja, ungefähr, was denkst du, wie lang das Video war? 18 Minuten, 37 Sekunden. 38 Minuten. Teufel. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, ihr beiden. Ciao.